Die meisten Gartenvögel sind keine Zugvögel. Das heißt, sie bleiben den ganzen Winter aktiv und müssen sich irgendwie durchschlagen. Aber auch andere Tiere gehen jetzt gerade im Herbst auf die Suche nach Winterquartieren und genau diese finden sie in einem naturnahen Garten. Wer wo in eurem Garten übernachtet und wie ihr solche Quartiere zur Verfügung stellen könnt, das zeigen wir euch in diesem Video. Eichhörnchen zum Beispiel deponieren überall ihre kleinen Wintervorräte. Damit sie auch über die kalten Temperaturen genug Nahrung finden, könnt ihr zum Beispiel in eurem Garten ein Eichhörnchenfutterhaus oder eine kleine Futterstelle anbieten, in die ihr Nüsse reintut, damit der kleine Nager auch genügend Futter findet. Ein weiteres Tier, was bis in den Frost hinein nach Futter in eurem Garten sucht, ist der Igel. Dafür könnt ihr spezielles Igelfutter kaufen und dieses zusammen in einem Igelhaus anbieten. So findet der Igel Unterschlupf, aber auch genügend Futter. Man kann aber auch ohne große Kosten helfen. Und zwar könnt ihr einfach euer rumliegendes Laub, eure Blätter auf einen Haufen zusammenhaufen und diesen am besten an einer getrockneten und sicheren Stelle anbringen. Das heißt, ihr habt da dann so einen Haufen, in dem sich der Igel super wohl fühlt. Mit abgeschnittenen Holzzweigen oder Ästen verhindert ihr, dass das Laub zusammenfällt und damit das Laub nicht ihre isolierende Wirkung verliert, sondern wärmt, könnt ihr die halt einfach zwischendrin in den Haufen anbringen. Ein weiterer Gast in diesen Laubhaufen sind übrigens auch andere Kleintiere, wie zum Beispiel Insekten oder der Siebenschläfer. Wo wir jetzt schon bei Insekten sind, hier ein paar Tipps für euer Beet. Schneidet eure Stauden oder Pflanzen am besten nicht jetzt zurück, sondern erst nächstes Jahr, denn in diesen großen Staudenpflanzen können sich auch wieder Insekten gut unterbringen. Allgemein alles, was im Beet überwachsen ist, ist halt ein Schutz für die und auch Vögel finden dann in diesen Stauden Nahrung. Welches Futter unsere geflügelten Freunde am liebsten haben, also auch Vögel am liebsten haben, zeigen wir euch übrigens in diesem Video, also schaut auch gerne da mal vorbei. Da haben wir euch alle möglichen Tipps zusammengestellt, worauf ihr bei der Winterfütterung achten müsst. Vor allem, wenn ihr halt keinen so großen naturnahen Garten hier habt, ist es halt sehr wichtig, dass ihr das ganze Jahr über zufüttert. Wer einen Teich im Garten hat, lockt damit auch Frösche oder Eidechsen in den Garten. Diese könnt ihr im Winter schützen, indem ihr einfach Steine am Rand entlang häuft oder zum Beispiel Holzbalken hinlegt, denn in den Spalten finden diese ihre Winterquartiere. Fischen Sie unbedingt das Gartenlaub aus dem Teich heraus, denn wenn sich zu viele Blätter da drauf legen, dann kommt es im Winter zu Sauerstoffmangel im Teich, auch wenn das zufriert, und so können dann Frösche nicht darin überleben. Vogelnistkasten für das kommende Frühjahr können Sie übrigens auch jetzt schon aufhängen, denn damit ist es die perfekte Zeit. Wenn Sie schon einen im Garten haben, gucken Sie nochmal, jetzt ist auch der perfekte Zeitpunkt, die zu reinigen. Und dann kommen auch schon einige Vögel und benutzen die Nistkästen zum Beispiel als Überwinterungsmöglichkeit, wenn es nass ist oder einfach zu kalt, dann gehen sie in die Nacht da rein zum Schlafen. Ein weiterer Gast in diesen Nistkästen ist übrigens auch der Siebenschläfer oder andere Insekten, die sich dort auch vor der Nässe oder einfach vor der Witterung schützen möchten. Auch der Dachboden oder Geräteschuppen wird von Insekten, Siebenschläfern oder manchmal sogar Fledermäusen heimgesucht. Das heißt, die nisten sich da auch gern über den Winter ein. Also ist es gar nicht mal so dumm, da so kleine Öffnungen einfach da zu lassen, damit ihr diesen Tieren halt Unterschlupf bieten könnt. Achtet dann aber auch darauf, dass ihr denen die Möglichkeit gibt, im Frühjahr wieder da rauszukommen. Das heißt, die Löcher nicht über den Winter dann zumacht. Das war's jetzt auch schon wieder mit unseren Tipps, wie ihr aus eurem Garten ein super Überwinterungsquartier für alle möglichen Wintertiere oder Gartentiere machen könnt. Falls ihr noch irgendwelche Tipps habt, irgendwas, was ich vergessen habe, schreibt das doch gern mal unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao!